Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein einzelnes Profil oder eine Profilkombination von Logical einbauen kann. Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, wenn ich hier den obersten Befehl nehme, dann wird hier eine komplette Profilkombination erzeugt. Im ersten Schritt wird hier die Schnittstelle geladen von Logical. Und ich kann hier meine Profilkombination bzw. Serie auswählen. In diesem Fall kann ich natürlich hier meine Untervarianten, Glasleistenvarianten, sprich den Glasaufbau definieren. Hier gibt man normalerweise den Aufbau des Glases von links und rechts an. Im Grunde genommen hier diese zwei Werte habe ich bis jetzt noch nie vergeben. Ich kann hier noch unterscheiden zwischen Pfostenriegel oder frei und ob es eine abgeknickte Variante sein soll. Diese müssen natürlich in Logical hinterlegt sein. Wenn ich hier, man sieht es auch hier, wenn ich mit der Maus hier in den Grafikbereich fahre, dann kommt mein Ladebalken, das heißt, man darf sich hier nicht erschrecken, auch wenn ich hier ins iCard klicke, dass hier keine Rückmeldung kommt. Im Grunde genommen muss man sich nur vorstellen, wir sind hier in diesem Befehl derzeit drinnen, deswegen kommt dieser Ladebalken. Das heißt, ich muss mich hier einfach in diesen Dialog weiter vorarbeiten. Das heißt, ich kann hier im Grunde genommen einfach unter Weiter zum nächsten Schritt kommen. Das heißt, ich kann hier jederzeit die Pfosten in diesem Fall aufbauen. Das heißt, Doppelklick darauf, dann kann ich hier meinen Aufbau definieren. Und möchte hier auch noch ein Andruckprofil und eine Deckschale verwenden. Und hier sieht man auch schon die Vorschau. Mit Fertigstellen wird dieser Querschnitt hier von Logical übergeben. Und dieser kann hier wie gewohnt mit den jeweiligen Profil-Einbauoptionen erzeugt werden. Dasselbe gilt hier natürlich auch für einzelne Profile oder Fenster- und Türprofile. Einzelne Profile werde ich jetzt auslassen, weil da wähle ich nur das einzelne Profil aus. Ich möchte hier noch die Fenster- und Türprofile zeigen. Hier wird mir wieder die Schnittstelle geladen. Ich kann hier wieder meine Serie auswählen, die ich hier haben möchte. Und jetzt zum Unterschied zu den Fassadenprofilen kann ich hier wählen, möchte ich hier links oder rechts andere Varianten haben. Das heißt, ich möchte hier Einsatz rechts mit einer Festverglasung, Einsatz links Fenster innen öffnend, Flügelart. Kann ich hier nichts auswählen, das heißt, das wäre dann weiter. Das heißt, ich kann hier meine Profile wieder auswählen. Und in diesem Fall kann ich hier bei Einsatz links mein Flügelprofil auswählen. Und man sieht hier den kompletten Aufbau. Mittels Fertigstellen wird mir hier der Querschnitt wieder übergeben. Und ich kann dies wie gewohnt in iCard wieder einbauen. So, jetzt ist wichtig, dass ich nicht jedes Mal diese Profile neu einbaue, sondern nur dann, wenn ich einen neuen Profilquerschnitt habe. Im Grunde genommen brauche ich hier nur auf ein Profil gehen mit der rechten Maustaste und kann hier sagen Querschnitt übernehmen. Und kann diese Profile beliebig weiter einbauen und muss diese nicht jedes Mal neu zusammenstellen. Ein Punkt möchte ich hier auch noch in diesem Video zeigen.
Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, wenn ich hier diese Struktur anschaue, dann sind das jetzt Baureihen mit mehrteiligen Unterteilen. Das heißt, wenn ich hier im Grunde genommen hier die Gärung auswähle und diese zwei Profile auf Gärung schneiden möchte, dann sieht man hier in diesem Beispiel sehr schön, dass er nur diese zwei Pfosten miteinander verschnitten hat. Und dazu gibt es hier oben den Gruppenfang oder den Objektfang, wo ich hier zwischen Element, Objekt und Gruppe umschalten kann. Ich wähle hier die Gruppe aus und schneide diese Gruppe nochmal auf Gärung und hier wird dann automatisch die komplette Baureihe, sprich dieser komplette Profilaufbau auf einmal in Gärung geschnitten. Sprich, dies würde auch hier funktionieren, wenn ich hier sage zum Beispiel, ich möchte hier dieses Profil um 150 mm unten überstehen lassen und hier möchte ich, dass dieser Profilquerschnitt hier gerade abgeschnitten wird. Zu den Anschlüssen, wie ein richtiger Anschluss funktioniert, würde ich in einem späteren Video dazu kommen.